Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Zimmerwald-Konferenz 2.0. Mein Name ist Monika Gärtner-Engel, ich bin Co-Präsidentin der United Front. Neben mir sitzen die hier anwesenden Mitglieder des Konsultativkomitees, das ist das koordinierende Gremium der United Front. Sie werden gleich auch selbst sich vorstellen und euch begrüßen. Aber als allererstes bedanken wir uns sehr, sehr herzlich bei unseren Gastgeberinnen und Gastgebern aus der Schweiz, die als Erste das Wort haben. Als erstes steht bei mir die Genossin Silke, es spricht aber nicht Silke, sondern Florian von der Organisation MLGS, die uns hier den Raum besorgt hat, den ganzen Aufbau, die ganze Vorbereitung intensiv gemacht hat. Vielen, vielen Dank an die MLGS und an die ATIC. Der Vertreter der ATIC spricht als zweites. Herzlich willkommen an alle und vielen, vielen Dank an die Gastgeber. Ja, liebe Gäste, liebe Friedensfreunde, liebe Genossinnen, seid herzlich willkommen bei uns in Zürich am Zimmerwald-Konferenz 2.0 hier im Dorothea-Söhle-Saal. Auch von Seiten der marxistisch-leninistischen Gruppe Schweiz möchten wir euch in Zürich hier im Saal recht herzlich willkommen heißen. Dorothea Söhle, nach der hier der Saal benannt ist. Dorothea Söhle war eine deutsche Christin, aber vor allem auch eine Friedensaktivistin. Ein Stock obendran ist der Clara Ragaz-Saal. Sie war die Mitbegründerin der religiös-sozialistischen Bewegung hier in der Schweiz und sie war auch eine starke Friedensaktivistin. Wir möchten uns hier auch bei der Reformierten Kirche bedanken, dass sie uns diesen wunderschönen Saal und die ganzen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Nach 109 Jahren und ein paar Monaten haben wir mit der Organisierung der Konferenz begonnen. Im Zimmerwald im Berner Mittelland fand die erste Konferenz 1915 statt. Ein Jahr nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Sie war getarnt als Ornithologenkongress. Da Zimmerwald aber etwas klein ist, um so viele Menschen unterzubringen, haben wir uns entschlossen, dieses historische Ereignis in Zürich durchzuführen. Wir leben in einer Zeit, die den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ähnelt und auch der Zeit der Zimmerwald-Konferenz. Viele Fragen aus der Zeit stellen sich heute erneut. Die Herrschenden der Welt füllen ihre Kriegsarsenale. Sie faschisieren den Staat und bauen faschistische Organisationen auf. Faschismus und Krieg sind zwei Seiten einer Medaille. Sie bereiten die Massen auf das große Kriegsspektakel vor. Und sie sind bereit, die Massen wie Vieh auf die Schlachtbank für ihren Profit zu treiben. Panzer werden vor Schulen aufgefahren, um bereits die Kinder für ihren Krieg zu gewinnen. Rentner sollen wieder ins Militär mobilisiert werden. Milliarden werden für die Ausrüstung aufgegeben und die Armeen der Welt kriegstüchtig gemacht. Um ihren Krieg für den Profit zu finanzieren, führen die Herrschenden auch den sozialen Krieg gegen die eigene Bevölkerung und die Arbeiterklasse. Beim Volk werden zugunsten der Armee massive Sparprogramme exerziert und es muss schon vor dem Krieg bluten. Heute müssen wir sowohl das Augenmerk auf einen internationalen Aufbau einer weltweiten Friedensbewegung gegen Faschismus und Krieg, als auch in den einzelnen Ländern das Augenmerk legen und daran arbeiten. Am 27. September werden wir ein schweizweites Treffen zum Aufbau einer neuen Friedensbewegung haben. Bei vielen Kriegen zahlen bereits die Massen einen großen Blutzoll. Im Ukraine-Russland-Krieg sind es schon 1 Million Tote, Väter, Mütter, Kinder. In Palästina über 60.000. Im Kongo, im Sudan, überall auf den Schlachtfeldern der Welt sterben und werden zu Krüppeln gemacht. Es fließt das Blut der Arbeiterinnen der Welt für die Profite der Herrscherinnen der Welt.
Doch es ist eine massive Unterschätzung, dies bereits als Weltkrieg zu bezeichnen. Es sind erst die Vorgeplänkel eines noch massiveren, weltumspannenden Kriegs um Rohstoffe und Weltvormachtstellung unter den Imperialisten. Wir werden heute über viele Fragen kritisch und solidarisch diskutieren. Der Chauvinismus in den eigenen Reihen ist zum Beispiel ein Klotz an den Beinen des proletarischen Internationalismus. Hier für die Übersetzung, der nächste Satz ist gestrichen. Wieso kocht jeder seine eigene nationale Suppe oder schaut nicht über seinen eigenen Tellerrand? Die internationale Solidarität ist keine Einbahnstraße. Lenin führte im Selbstbestimmungsrecht der Nationen aus. Andererseits müssen die Sozialisten der unterdrückten Nation auf die vollständige und bedingungslose, auch organisatorische Einheit der Arbeiter der unterdrückten Nation mit denen der unterdrückenden Nation besonders bestehen und sie ins Leben rufen. Das verstand Lenin unter proletarischem Internationalismus, auch im nationalen Befreiungskampf. Wir sind froh, dass heute so viele hier sind und wir über unsere Aufgabe diskutieren können. Bereits 1915 wurde die Burgfriedenspolitik abgelehnt. Auch heute müssen wir diese Diskussion führen. Wie Erich Weinert schrieb, Arbeiter horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Die Arbeiterinnen und die Völker müssen sich über die Kriegsgräben, egal ob Russe oder Ukrainer, ob Palästinenserin oder Israeli, ob schwarz oder weiß, die Hände reichen und den eigenen Kampf für den gemeinsamen Kampf für die Niederlage ihrer jeweils Herrschenden, für den Sieg des Proletariats und des Sozialismus führen. Denn Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter. Vorwärts mit der Vereinigten Front gegen Faschismus und Krieg, Proletarierinnen aller Länder, vereinigt euch. Vorwärts zur Zimmerwald-Konferenz 2.0. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank an den einen unserer Gastgeber von der Organisation MLGS. Er spricht jetzt Bakis von Attik. Er ist Vorstandsmitglied von der Konföderation der Arbeitsmigrantinnen aus der Türkei in Europa. Unser zweiter Gastgeber, der uns auch gestern Abend wunderbar empfangen hat. Vielen Dank. Auch ich möchte euch im Namen der Attik nochmal herzlich begrüßen zur Zimmerwald-Konferenz 2.0. Ich möchte es mit den Worten vom Vorgesetzten Mao sagen, unter dem Himmel herrscht Chaos. Und genau in dieser Zeit, wo wir steil auf einen dritten imperialistischen Teilungskrieg zugehen, ist genau diese Konferenz ein wichtiges Zeichen, um dagegen anzukämpfen. Wir merken von Tag zu Tag, wir sehen es in den Medien, wir merken es bei uns auf der Arbeit, bei der politischen Arbeit und wie eigentlich der Krieg Tag zu Tag bei uns in die Gesellschaft getragen wird, wie Tag zu Tag auch das Wirtschaftliche, wie das wirtschaftlich spüren, politisch spüren, auf jede Art und Weise. Die Imperialisten bereiten sich ganz stark auf einen Weltkrieg vor. Sei es in den Militärs, sei es in den Schulen, wo jetzt junge Leute für das Militär geworben werden und sei es auch physisch, wo jetzt auch sehr stark in Waffen investiert wird und außenpolitisch vor allem, wo brutal vorgegangen wird, wo wir alle zuschauen müssen, nicht zuschauen müssen, sondern wo eigentlich die imperialistischen Mächte auch dafür unterstützen, wie zum Beispiel der Genozid in Gaza, wie dort die Menschen, 60.000 Menschen und noch viel weitere im Moment verhungern, umgebracht werden und vertrieben werden. Ich möchte eigentlich das Zitat weiterführen von Mao, wo er sagt, die Situation ist hervorragend. Wieso ist die Situation hervorragend? Das ist genau die Zeit auch, wo die Sozialisten genau von diesen Widersprüchen profitieren müssen und sich organisieren müssen. Ich möchte gar nicht die Begrüßung soweit ausführen, aber 110 Jahre nach der ersten Konferenz, nach der Zimmerwald-Konferenz, müssen wir uns auch heute fragen, wollen wir nur gegen diesen Krieg protestieren oder wollen wir eine Revolution organisieren? Das war genau die erste Frage, die entscheidende Frage bei der ersten Konferenz
Und dafür sind wir auch heute hier. Wir sind genau hier, um eine Revolution zu stärken, wo auch die Frage nach dem kommunistischen Slogan Barbarei oder Sozialismus wichtiger ist als vielleicht je zuvor oder seit dem Zweiten Weltkrieg, sind wir hier, um uns zu organisieren, um den Internationalismus zu stärken. Deswegen sind wir auch froh und stolz, auch ein Teil dieser Konferenz zu sein als ATTIC. Und möchte ich nochmal herzlich dafür bedanken, ein Teil davon sein zu können. Möchte ich sagen, nieder mit dem Imperialismus, Kapitalismus, Patriarchat und Faschismus, hochlebe der internationale Proletariat. Wir haben gehört, unsere beiden Gastgeberorganisationen, die uns hier alles so wunderbar vorbereitet haben. Vielen Dank nochmal an euch. Als nächstes wollen die hier anwesenden Mitglieder des koordinierenden Komitees der United Front, das sogenannte Konsultativkomitee, euch vorstellen. Für die Technik zuerst kommen die hier sitzen und dann kommt zum Abschluss das kleine Video von Edith Luz aus Peru. Als erstes spricht Chaya. Sie ist Repräsentantin der Frauenbefreiungsbewegung der Westsahara. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie die Bedingungen in der Westsahara sind. Das ist ein besetztes Gebiet. Das sind sehr harte Bedingungen, um unsere Sache auch zu verteidigen. Ich bin Mitglied der Organisation der Frauen, der Arbeiterfrauen, Studentenfrauen in der Westsahara. Wir sind Stimmen in der Welt für die Sache der saharauischen Frauen. Es geht nicht nur um die Unterdrückung durch Marokko. Ja, hallo, ich bin Süleyman Gürcan, Co-Vorsitzender der ATTIC, Konföderation der ArbeiterInnen aus der Türkei in Europa. Ich vertrete heute beim Konsultativkomitee, ich vertrete Migrantinnen, die aus der Türkei und Kurdistan in Europa. Ich freue mich, dass heute mit euch zu sein und gemeinsam diese Konferenz durchzuführen. Diese Konferenz ist sehr wichtig für unsere zukünftige Arbeit gegen Krieg, Besetzung und Faschismus. Ich hoffe, schaffen wir eine gemeinsame Nenner, um gemeinsam zu kämpfen gegen diesen System weltweit. Ich freue mich auch, viele in anderen Ländern online und mit uns, unsere Konferenz verfolgen. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, wir organisieren erst einmal so eine Konferenz, wo online und präsent. Daher freue ich mich mit euch zu sein. Ich wünsche uns alle eine erfolgreiche Konferenz. Dankeschön. Auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Luisa und ich vertrete im Konsultativkomitee die International Youth Against Imperialism and Fascism, also die Jugend. Und auch von mir herzlich willkommen zur Zimmerwald-Konferenz 2.0. Ich finde es sehr wichtig, auch für die Interessen der Jugend, die wir auch hier mit dieser Zimmerwald-Konferenz 2.0 ausdrücken. Denn die Jugend sind von den aktuellen Kriegen auch besonders betroffen und vor allem auch durch die Gefahr eines Dritten Weltkrieges ist ihre Zukunft, ihre Existenz existenziell in Frage gestellt. Der Imperialismus bedeutet Krieg. Und man sieht aktuell, dass die imperialistischen Mächte auch versuchen, die Jugend für ihre Kriege zu gewinnen. Ihnen wird erzählt, macht was Sinnvolles mit eurem Leben, geht zur Armee, verteidigt eure Heimat oder macht eine Ausbildung bei den Rüstungskonzernen. An den Unis sollen Forschungsmittel für Konzerne und Rüstungsindustrie verwendet werden. Die Jugend soll für die Vaterlandsverteidigung gewonnen werden. Und genau diese Frage wird hier bei der Zimmerwald-Konferenz wie 1915 diskutiert, dass die Jugend nicht in den Krieg für ihre Regierung, für ihre Unterdrücker eingezogen werden darf. Und damit ist auch verbunden, für welche Welt soll die Jugend eigentlich lernen und leben und aufwachsen. Viele Jugendliche haben auch immer mehr
Kritik an einem System, was Ausbeutung und Unterdrückung und Umweltzerstörung systematisch hervorruft und kritisieren diese kapitalistische Gesellschaft. Das gehört auch dazu, dass wir die Frage der Perspektive, auch welche Perspektive die Jugend in Zukunft haben soll, hiermit diskutieren. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Herzlich willkommen zur Zimmerwald-Konferenz 2.0. Bevor wir jetzt gleich ein kleines Video von Edith Luz aus Peru hören oder sehen, möchte ich sie euch kurz vorstellen. Sie ist neben mir die zweite Co-Präsidentin der United Front. Sie arbeitet in der Selva in Peru, das ist das Amazonasgebiet, das Urwaldgebiet im Amazonas in Peru. Sie ist Markthändlerin und steht morgens um 4 Uhr oder 5 Uhr auf, dann baut sie ihren Marktstand auf, dann arbeitet sie 12 Stunden, dann isst sie was und dann schläft sie. Aber sie ist auch die führende Repräsentantin der landesweiten Frauenbewegung in Peru und plant auch die nächste Weltfrauenkonferenz in Peru zu organisieren. Und sie hat ganz große Probleme mit WLAN und so weiter, aber sie hat darauf bestanden, sie schickt uns einen Gruß, mal sehen, ob es funktioniert. Von der peruanischen Selva senden wir euch einen herzlichen Gruß zum Tag des Friedens. Wir lernten in der Schlacht zu stehen, bei Sturm und Höllenglut. Wir lernten in den Tod zu gehen, nicht achtend unser Blut. Und wenn sich einst die Waffe kehrt, auf die uns den Kampf gelehrt, sie werden uns nicht feige sehen, ihr Unterricht war gut. Wir töten, wie man uns befahl, mit Blei und Dynamit. Für Vaterland und Kapital, für Kaiser und Profit. Doch wenn erfüllt die Tage sind, dann stehen wir auf für Weib und Kind und kämpfen bis durch Dunst und Qual die lichte Sonne sieht. Soldaten ruft von Front zu Front, es ruhe das Gewehr. Wer für die Reichen bluten konnt, kann's für die Seinen mehr. Ihr drüben auf zur gleichen Pflicht, vergesst den Freund im Feinde nicht. In Flammen ruft der Horizont, nach Hause jedes Heer. Gebt wohl, ihr Brüder, unsere Hand, dass ferner Friede sei. Nie wieder reißt das Völkerband in rohem Krieg entzwei. Siegallen in der Heimatschlacht, dann sinken Grenzen, stürzt die Macht. Und alle Welt ist Vaterland, und alle Welt ist frei. Und alle Welt ist Vaterland, und alle Welt ist frei. Jetzt spricht als erstes Gabi Fechtner. Gabi Fechtner ist die Initiatorin dieser Konferenz. Sie hat vor 1,5 Jahren gesagt, Leute, jetzt ist die Zeit, lass uns doch ein neues Zimmerwald vorbereiten. Wie sie überhaupt auf die Idee kam, diese Konferenz zu machen, das wird sie euch erzählen und deswegen spricht dann als zweiter Peter Nowak. Aber zuerst Gabi Fechtner, MLPD-Parteivorsitzende. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, vor genau 110 Jahren fand mitten im Ersten Weltkrieg, 114 Kilometer von hier entfernt, eine Konferenz statt, die Geschichte schreiben sollte. 4 Kutschen trafen am 5. September 1915 im beschaulichen Dörfchen Zimmerwald bei Bern ein. Ihnen entstiegen 38 führende Sozialisten aus ganz Europa, getarnt als ornithologische Gesellschaft. Wer hätte vermutet, dass die vermeintlichen Vogelkundler in Wirklichkeit Gegner des imperialistischen Kriegs unterschiedlicher Weltanschauung aus 11 Ländern waren? Unter ihnen kein geringerer als Wladimir Iljitsch Lenin, der Führer der sozialistischen Oktoberrevolution und des sozialistischen Aufbaus in Russland. Ich freue mich, dass aus der Idee, eine Zimmerwald-Konferenz 2.0 zu organisieren,
nun Wirklichkeit geworden ist und dass sich so viele verschiedene Menschen daran beteiligen. Wir wollten mit dieser Idee nicht anmaßend sein und uns zur Nachfolge einer Konferenz mit dem genialen Lenin aufschwingen. Aber die Zeiten, in denen wir leben, drängen es einem geradezu auf, dass wieder eine Konferenz aller Kräfte stattfinden muss, die in aller Konsequenz gegen einen dritten Weltkrieg kämpfen. Kräfte, die jede Art der Verteidigung eines imperialistischen Kriegs, der Vaterlandsverteidigung, der Burgfriedenpolitik und der Rechtfertigung imperialistischer Politik konsequent ablehnen. Zimmerwald entstand in der Kritik am Verrat der Sozialdemokratie an den Vereinbarungen der Stuttgarter Konferenz 1907 und der Basler Konferenz 1912. Sie hatten vereinbart, im Fall eines zwischenimperialistischen Krieges, so ein Zitat aus der Basler Konferenz, alles aufzubieten, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Zitat Ende. Diese Versprechen wurden mit dem Aufkommen des Sozialchauvinismus durch annähernd alle Sozialdemokraten verraten. Lediglich die Bolschewiki in Russland, kleinere Parteien und Kräfte, wie zum Beispiel aus Frankreich, den Niederlanden oder Spartakus in Deutschland, behielten ihr Rückgrat gegen die modern gewordene Burgfriedenpolitik. Und diese Kräfte trafen sich dann in Zimmerwald. Unsere Konferenz wird die Linien ziehen zwischen der Vergangenheit, der Konferenz damals, der Gegenwart und der Zukunft, für die wir Prognosen treffen, uns besser organisieren, unsere Kämpfe koordinieren und revolutionieren müssen. In seiner Berner Rede ein Jahr nach Zimmerwald fasste Lenin die bedeutenden Merkmale zusammen. Zitat: Weder Russland noch Deutschland noch irgendeine andere Großmacht können von Verteidigungskrieg sprechen. Alle Großmächte führen einen imperialistischen, einen kapitalistischen, einen Raubkrieg. Dass die Arbeiter es als Verbrechen ansehen, aufeinander zu schießen. Dass die Empörung der Arbeiter dagegen zu einer proletarischen Revolution mit Notwendigkeit führen muss. In allen Ländern sehen wir jetzt die Sozialisten- und Arbeiterorganisationen in zwei große Lager geteilt. Der kleinere Teil, namentlich die Führer, Funktionäre, Beamten, hat den Sozialismus verraten und sich auf die Seite der Regierungen gestellt. Der andere Teil, zu dem die bewussten Arbeitermassen gehören, fährt fort, die Kräfte zu sammeln und gegen den Krieg für eine proletarische Revolution zu arbeiten. Soweit Lenin. Wären diese Leitlinien durch alle fortschrittlichen Menschen beachtet worden, so hätte der Kampf gegen den Ersten und Zweiten Weltkrieg eine unvergleichlich größere Macht bekommen und wer weiß, ihn vielleicht sogar verhindern können. Zugleich unterzog Lenin das Zimmerwalder Manifest einer dialektischen Kritik. Er qualifizierte es als einen Schritt vorwärts zum ideologischen und praktischen Bruch mit dem Opportunismus und Sozialchauvinismus, aber er kritisierte auch die Inkonsequenz. Das Manifest wich vor dem weltanschaulichen Kampf gegen den Opportunismus in der Arbeiterbewegung zurück, indem es nur die kapitalistische Presse für die Lüge von der Vaterlandsverteidigung attackierte, nicht aber die sozialistische Presse, die dies auch unterstützte. Er polemisierte, hört nicht auf die kapitalistische Lüge von der Vaterlandsverteidigung, belehrt das Manifest die Arbeiter. Schön. Und fast alle werden antworten oder bei sich denken, über die Lüge der Kapitalisten regen wir uns längst nicht mehr auf, über die Lügen der Kautsky und Co. allerdings. Zitat Ende. Wir werden die Prinzipien und Grundlinien von Lenin und Zimmerwald verwirklichen und auch aus noch vorhandenen Unzulänglichkeiten lernen. Aber wir werden uns auch mit der sehr viel komplizierter gewordenen Entwicklung des imperialistischen Weltsystems beschäftigen. Die MLPD hat analysiert, dass es inzwischen etwa 40 imperialistische Länder gibt. Ein ganzer Teil sind Neuimperialisten, die, wie wir aus Erfahrung mit dem deutschen oder damals auch japanischen Imperialismus wissen, besonders aggressiv vorrücken und nach neuen Absatzmärkten, Einflussgebieten, Rohstoffen und politischer Macht streben. Die alten Imperialisten, wir sehen das bei USA oder Israel, reagieren nicht minder aggressiv. Die Tendenz zum Weltkrieg geht mit der Herrschaftsform des Faschismus nach innen einher. Alle Imperialisten haben ein mehr oder minder geschicktes System der kleinbürgerlichen Denkweise entwickelt, um die Massen für ihren Kurs zu gewinnen. Sie arbeiten heute mit dem modernen Faschismus. Sie ködern die Massen mit der kleinbürgerlich-sozialchauvinistisch, antikommunistischen oder faschistischen Denkweise für die Interessen der Monopole.
Das kann durchaus auch eine zeitweilige Wirkung entfalten. Man muss den Menschen zugutehalten, dass es natürlich verwirrend ist, wenn eine ehemalige sogenannte Friedenspartei wie die Grünen in Deutschland mit Beginn des Ukraine-Kriegs zu einer Kriegstreiberpartei mutierte. Oder die faschistische AfD sich demagogisch als Friedenspartei darstellt, weil sie eben in Teilen die Interessen der Imperialisten Russlands oder China vertritt. Oder vermeintliche Kommunisten wie von der DKP plötzlich Russland und China als objektiv antiimperialistisch bezeichnen, weil eine multipolare Welt angeblich fortschrittlich sei. Es ist das Prinzip der Vaterlandsverteidigung, das mit geschickten Methoden an der kleinbürgerlichen Denkweise ansetzt und diese befeuert. Ich bin der festen Überzeugung, die Menschheit will nicht in der Barbarei eines neuen imperialistischen Weltkriegs, der ein atomarer Krieg wäre, untergehen. Die Frage steht wie seit Jahrzehnten nicht mehr so zugespitzt: Sozialismus oder Barbarei. Unsere Konferenz wird erfolgreich, wenn sie uns für den Kampf um die Denkweise der Massen stärkt, zusammenschließt und geeignete Argumente an die Hand gibt. Der Kampf um die Denkweise, eine proletarische Streitkultur, wird auch hier darüber entscheiden, ob die Konferenz erfolgreich sein wird und ein klares Signal setzt. Sie entstand schon im Geiste von Zimmerwald, im Austausch, einander zuhören zwischen unterschiedlichen Kräften. Als Peter Nowak auf einer Konferenz der neuen Friedensbewegung vor 3 Jahren von 1915 wieder ins Gedächtnis rief, war ich gleich elektrisiert. Grundlage für den Vorschlag war aber auch die Erfahrung, dass in den letzten Monaten verschiedene Lager, verschiedene Kräfte wieder stärker aufeinander zugehen. In dem Bewusstsein, in welchen epochalen historischen Veränderungen und vor welchem Scheideweg die Menschheit steht. Insofern war die Idee das eine, das andere, dass die Zeit für ihre Umsetzung heranreift. Das heißt natürlich nicht, Widersprüche zu verwischen, die zwischen uns auch noch bestehen und die wir diskutieren müssen. Ich wünsche der Zimmerwald-Konferenz vollen Erfolg und das Signal, das Lenin in seiner Berner Rede qualifizierte, dass wirklich in allen Ländern der Welt die Sammlung von Kräften der Arbeiterklasse sich vorbereitet, dass nach dem Europäischen Krieg die proletarische Revolution gegen den Kapitalismus kommen wird. Peter, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, genau. Ich wollte hier auch ein Buch zum Thema vorstellen. Ja, ich bin Rätekommunist und auch seit längerem in rätekommunistischen Gruppen in Berlin aktiv. Und dort wurde auch schon 2015, also zum 100. Jahrestag, versucht oder diskutiert. In Zimmerwald, gerade Rätekommunistinnen, haben ja also diese Tradition eigentlich die ganze Zeit fortgeführt. Und da gab es schon so die Überlegung, ja, wie man das aktualisieren kann. Da aber auch gerade die rätekommunistische Bewegung sehr zersplittert ist und sehr stark gerade auch die auf Bodiga und so orientierte, auch sehr sektiererisch teilweise ist, war es da halt erstmal schwierig, über so einen Kleinstgruppen hinaus zu diskutieren. Das heißt, damals zum 100. Jahrestag ist es da jetzt nicht dazu gekommen, aber es gab auf jeden Fall Veranstaltungen und so weiter. Und in diesem Kontext hatte es auch in Zeitungen oder eben auch mit anderen dieses Buch veröffentlicht, das man dann auch erwerben kann. Und hinterher ist, wir haben da einige Exemplare mitgebracht, genau. Und ja, genau, und es geht halt erst, denke ich, schon darum, und das ist halt auch kennzeichnend, also genau, Rätekommunisten haben ja schon an vielen Sachen, auch an parteiförmigen Kommunismus, berechtigte Kritik, aber es geht halt gerade im Kampf gegen den kapitalistischen Krieg, so ist das eben auch darum, die Differenzen zurückzustellen, was ja vor 110 Jahren auch schon war, weil eben natürlich der Staat und überhaupt alle Staaten, das zeigt es ja auch heute schon, den Krieg oder die Repression nach innen verstärken, was auch eine Vorbedingung eben schon für die Kriege ist. Und das hat es auch gezeigt. Das war letzte Woche in Köln. Da gibt es in Deutschland ja diese Bewegung Rheinmetall entwaffnen, die eigentlich eine neuere Form von Antikriegsbewegung ist, auch mit Einschluss verschiedener, das ist kommunistisch verstehender Gruppen, aber nicht nur. Und das Camp sollte verboten werden in Köln. Die gibt es ja seit 10 Jahren. Das Verbot wurde dann vom Gericht gekippt, aber eine Abschlussdemonstration letzten Samstag, gerade vor einer Woche, wurde schon erst wurde sie versucht zu behindern, dann wurde sie nach einem Drittel eingekesselt. Es gab einen stundenlangen Kessel, obwohl also im Grunde ging es darum, eben eine antimilitaristische Demonstration, die also ganz konkret zu den
Das ist ja, dass die Losung von Rheinmetall dahin geht, wo der Krieg beginnt, also zu den Rüstungsfirmen, zu den Rüstungskonzernen in den unterschiedlichen Orten, dass das eben verhindert werden sollte. Das heißt eben ein Antimilitarismus, der eben anders als diese Ostermarschbewegung und so weiter eben also keine geopolitischen Sachen macht und es nicht irgendwie an Interessen von irgendwelchen Staaten oder Appellen an irgendwelche Staaten erschöpft. Eine solche Bewegung hat schon heute eben mit Repression zu tun und eben Köln war da nur ein Beispiel, da gibt es ja viele andere Beispiele und zwar in allen Ländern, ja, in allen kriegsführenden Ländern, natürlich in Russland, in der Ukraine, aber eben auch in Deutschland und Italien und anderen Ländern. Ich denke, da können die Genossinnen und Kolleginnen ja selber noch mehr dazu sagen. Und das ist auch ein Grund, warum wir eben, wie vor 110 Jahren, die Differenzen, also auch um die Frage von Partei und so weiter oder auch die Differenzen zur Situation im Nahen Osten, die ja auch da sind, zurückstellen sollte, wenn es darum geht, eben den Kampf gegen den kapitalistischen Krieg in den Mittelpunkt zu stellen. Und es wird jetzt auf die historische Konferenz, da wurde jetzt schon einiges zu gesagt und auch Zitate, da nicht mehr so weit drauf eingehen, weil das wäre ja nur eine Wiederholung. Aber wichtig war mir noch mal da herauszusehen, dass eben diese Zimmerwalder Bewegung, dass das eben genau Kommunistinnen oder spätere Kommunistinnen, Sozialisten, aber auch Teile der anarchistischen Bewegung gab, wo es ja diese Spaltung auch gab. Da gab es ja auch im Ersten Weltkrieg die Kriegsbefürworter und es gab dann einen ganz kleinen Teil oder einen kleineren Teil der entschiedenen Kriegsgegnerinnen, also genau wie bei den Sozialdemokratinnen. Damals war es auch in der anarchistischen Bewegung diese Spaltung. Zu den Kriegsbefürwortern gehörten dann sogar so prominente Anarchisten wie Kropotkin, also die dann auf ihrer Seite, auf Seite Russlands, also dann, gut, dann kommen wir jetzt wieder zum Text, was eben an der Zimmerwalder Linken im Unterschied zum Pazifismus, also zu der pazifistischen Bewegung, die jeglichen Krieg ablehnen, ist es eben, war eben die Zimmerwalder Linke als der revolutionäre Defätismus, der eben darauf aufruft, nicht nur den Krieg abzulehnen, sondern die Ursachen, nämlich den Kampf gegen jeden Kapitalismus. Also im Grunde in dieser Parole Krieg dem Kriege. Also das heißt eben, dass man nicht jeden Krieg ablehnt, sondern genau den Krieg gegen jene, die eben den Krieg oder die Kriege eben immer wieder verursachen. Und das ist eben ein wesentlicher Unterschied zu den auch zeitgenössischen, kleinbürgerlich-pazifistischen Strömungen, die eben so eine abstrakte jeglichen Krieg ablehnen und damit aber verhindern, dass die Ursachen bekämpft wird. Und eben das Wichtige auch genau die Soldatinnen der Arbeiterinnenklasse wurden aufgerufen, damals auch so ihre Gewehre umzudrehen und gegen die Organe des kapitalistischen Staats zu rüsten. Und vor allem die Oktoberrevolution in Russland hat im Grunde das umgesetzt, hat den Positionen der Zimmerwalder Linken in vielen Ländern damals einen großen Auftrieb gegeben, zumal es eben auch nicht nur bei Worten blieb. Bekanntlich eine der ersten Maßnahmen der Sowjeträte war ja dann eben das Dekret für den Frieden. Und das hat natürlich den Massen dann auch gezeigt, ja, sie reden nicht nur darüber, sie versuchen es auch umzusetzen. Die Probleme, das wäre ja auch nochmal ein anderes Thema, die es dann dazu führten, wie schwierig das dann auch war, es real umzusetzen. Die Sowjetunion beendete einseitig damals den Krieg und rief die Soldaten aller Länder auf, sich untereinander zu verbrüdern oder zu verschwestern und die Gewehre gegen die Ausbeuter dann ohne ihnen aller Länder zu richten. Und die Aufrufe blieben bei den Arbeiterinnen der verschiedenen Länder nicht ohne Folgen. Das zeigte sich an dem Bericht von Richard Müller. Das war einer der führenden Leute, Arbeiter der revolutionären Obleute, also die 1918 in Deutschland eigentlich die Revolution machten. Da gab es ja noch keine kommunistische Partei. Also die revolutionären Obleute waren die eigentlichen Träger der Revolution in den Fabriken. Und der schrieb in seiner Biografie, dass eben also die Revolution in Russland dann dieser Antikriegsbewegung in Deutschland in den Fabriken einen mächtigen Auftrieb gab. Also damals noch unter der Knute der Monarchie, wo ja dann jegliche Streiks und so weiter sofort zerschlagen wurden. Ja. Und also das war halt, und wobei Richard Miller zu der Zeit, als er das schrieb, also schon kein Kommunist mehr, weil der hat dann eine wechselvolle Geschichte, aber das war halt interessant, dass er nochmal dann in den 20er Jahren beschrieb, wie eben, was für Folgen das hatte in den Massen, genau. Und die Gegnerinnen der Zimmerwalder Linken damals schon
waren eben auch Reformistinnen wie Kautsky und Bernstein, das wurde ja auch schon erwähnt, die durchaus gegen den Krieg waren, aber die eigentlich davon träumten, zur Vorkriegssituation zurückzukehren. Das heißt, sie waren eigentlich der Meinung, ja, nach Ende des Krieges könnte die Sozialdemokratie wieder da weitermachen, wo sie vor 1914 war. Und doch die Zimmerwalder Linken sagten, es gibt kein Zurück, weil der Kapitalismus immer neue Kriege hervorbringt. Wir müssen den Kapitalismus abschaffen. Und daraus entstanden eben die revolutionären Bewegungen, wie die Oktoberrevolution in Russland, aber auch die Rätebewegung in Ungarn, Deutschland und in vielen anderen Ländern, zum Beispiel Bayern, Bremen und vielen anderen, auch der anderen Teilen. Viele dieser revolutionären Aufbrüche sind damals gescheitert, aber es ist heute auch wichtig, zurück zur Zimmerwald zu kommen. Wenn wir 110 Jahre später in der Schweiz wieder daran anknüpfen, da sollten wir aber auch fragen, wie eben das unter den heutigen Bedingungen eben auch gerade des Internetzeitalters, der Zersplitterung der Arbeiterinnenklasse, wie das möglich ist. Also man kann da nicht einfach bruchlos so anknüpfen. Ja? Und da wären halt 3 Punkte wichtig zum Abschluss. Was die Zimmerwalder Linke damals analysiert hat, gilt auch heute. Es gibt in einer Welt von kapitalistischen Staaten für die ArbeiterInnen keine Seite, auf die sie sich stellen kann. Also das gilt irgendwie wirklich weltweit ohne Ausnahme. Vielmehr sollte auf allen Seiten die Parole lauten, es ist nicht unser Krieg, es ist nicht unsere Schlacht. Zweitens, wir müssen nicht nur den kapitalistischen Krieg, sondern auch den kapitalistischen Frieden bekämpfen, denn aus ihm gehen immer wieder neue Kriege hervor. Das heißt, es ist durchaus möglich, jetzt die ganzen Diskussionen um die Ukraine zum Beispiel, dass Trump oder wer auch immer einen vorübergehenden Frieden macht. Also das wird dann aber ein kapitalistischen Frieden sein, der immer eigentlich nur die Vorbereitung für neue Kriege ist. Ja? Und das gilt auf allen Seiten, solange es in Kapitalismus geht. Das ist auch ein großer Unterschied zu der sogenannten Friedensbewegung, die ja immer nur den Krieg als solchen verurteilt und nicht den imperialistischen oder den kapitalistischen Frieden, der ja im Grunde auch immer schon Krieg ist, Krieg gegen die Arbeiterinnen. Und wie 1915 gilt auch heute, es gibt kein Zurück zum kapitalistischen Frieden, der mit Euphemismen wie regelbasierte Weltordnung, das ist ja jetzt so der Begriff, der jetzt so häufig fällt, verbunden werden, weil hinter diesem Begriff, der verbirgt es halt nur der normale kapitalistische Friede, der auch immer blutig ist. Und genau, was ja schon gesagt wurde, die Grünen, die haben allerdings nicht erst zu der Ukraine, sondern die haben natürlich schon seit Mitte der 90er Jahre beim Jugoslawienkrieg in Deutschland sich als Kriegspartei im Grunde gezeigt. Ja. Und noch eines sollte klar sein, nur die Arbeiterinnen, ich denke, das ist ja hier den meisten klar, die große Mehrheit der Bevölkerung sind, können den Krieg beenden. Also diese ganzen moralischen Diskussionen und Appelle helfen da gar nicht. Und da gibt es auch in Deutschland, das sind schon mal einige hoffnungsvolle Beispiele, also überhaupt in der ganzen Welt. Da werden die Kolleginnen ja mehr sagen, Italien, Griechenland, da gab es ja Streiks gegen Rüstungsexporte in verschiedenen Ländern. Aber es gab auch in Deutschland, was weniger bekannt ist, gibt es Kämpfe oder Versuche, Kämpfe zu geben gegen die Umwandlung von Zivilproduktion in Rüstungsproduktion. Das ist in den letzten Monaten das große Problem, dass in Görlitz, Osnabrück, aber auch in Berlin-Wedding und in anderen Städten Fabriken, die bisher Bahnen oder anderes Busse gebaut haben, dass da jetzt Rüstungsproduktion gebaut wird. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Das könnten die Arbeiterinnen verhindern. Man muss aber auch ehrlich sagen, ein Großteil der Arbeiterinnen verhält sich dazu gar nicht. Manche begrüßen das sogar und sagen, Hauptsache Arbeitsplätze. Es gibt aber Initiativen, einzelne Gewerkschaften und auch Leute da auch aus dem anarchistischen Spektrum, die zum Beispiel in Görlitz eine Aktionstage gemacht haben und mit einigen Arbeiterinnen da zusammen versuchen, das zu verhindern. Das sind eben ganz kleine Beispiele, die wenig bekannt noch sind, aber ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich denke nicht nur in Deutschland, dass es eine umgekehrte Konversion gibt, dass eben aus Zivilproduktion Rüstungsproduktion gemacht wird. Und dass das eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist, wo eben Arbeiterinnen oder organisierte Arbeiterinnen eingreifen müssten. Und in diesem Sinne eben will es damit schließen zu sagen, ja, dass wir eben vielleicht damit also einen Teil beitragen können, dass der internationale Klassenkampf gegen den kapitalistischen Krieg weltweit eben
geführt wird und möge die Konferenz, man muss ja da auch bescheiden sein, ein kleiner Baustein dazu sein und möge da aber auch, das ist auch ganz wichtig, auch die Schwierigkeiten und die realen Probleme in dem hochtechnischen, kapitalistischen Zeitalter, in dem eben die Vereinzelung eine ganz große Rolle spielt, anders als vor 110 Jahren, bis in die Arbeiterinnenklasse, dass wir da auch drüber diskutieren, wie wir damit umgehen können oder das umdrehen können. Danke. Vielen Dank an Peter Nowak, unseren Ideengeber für die Zimmerwald-Konferenz 2.0. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt unserer Eröffnung. Das ist das Verlesen der Konferenzregeln. Das sind die Regeln, die wir von der United Front bei unseren Konferenzen immer praktizieren. Wir lesen die vor. Luisa liest vor. Vielleicht erläutere ich zwischendrin noch manches, aber Luisa liest vor. Konferenzregeln für die Zimmerwald-Konferenz 2.0. Erstens. Die Konferenz Zimmerwald 2.0 findet im Geist der ersten Zimmerwald-Konferenz 1915 statt, mit dem Anspruch, über Differenzen hinweg eine kontroverse Strategiediskussion zu führen, ebenso wie einen möglichst breiten Zusammenschluss im Kampf gegen Faschismus und Krieg zu erkämpfen. Zweitens. Die Konferenz findet hybrid statt, in Präsenz und online. Die Präsenzteilnehmer und die Teilnehmer per Zoom sind grundsätzlich gleichberechtigt. Übersetzt wird durch ehrenamtliche Übersetzer in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch. Drittens, ihr Ziel verpflichtet uns zu einer solidarischen Streitkultur. Gegenseitiger Respekt, offene und streitbare Diskussion, aber keine Diffamierung anderer beteiligter Kräfte. Faschistische, rassistische, sexistische oder antisemitische Teilnehmer bzw. Beiträge sind von der Konferenz bzw. der Diskussion ausgeschlossen. Viertens. Die Konferenz entwickelt sich in 3 Themenblöcken mit jeweils 6 Impulsbeiträgen und einer freien Diskussion. Die Impulsbeiträge haben 6 Minuten Redezeit. Die Diskussionsrednerinnen und Redner in Präsenz oder online haben 2 Minuten Redezeit. Diese Regeln zielen auf eine lebhafte Diskussion, die Diskussionsbeteiligung vieler und Gleichberechtigung ab. 30 Sekunden vor Ablauf der Redezeit erfolgt ein kurzes Musiksignal. Okay, ihr hört das dann in der Diskussion. Also ein kürzeres erfolgt nach 30 Sekunden, ein längeres Musiksignal nach Ablauf der Redezeit. Da ist es. Bei weiterer Überziehung muss durch die Diskussionsleitung im Sinne der Gleichberechtigung aller Teilnehmer der Beitrag abgebrochen werden. Diese Regeln haben sich bei den zahlreichen Webinaren der United Front im Sinne einer lebhaften Diskussion sehr bewährt. Sie erfordern allerdings ein hohes Maß an solidarischer Disziplin, worum wir euch im Interesse aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich bitten. 5. Die Rednerinnen und Redner melden sich per Handzeichen und geben als Präsenzteilnehmer einen kleinen Zettel mit Namen, Organisation und Land bei der Präsidiumsassistenz ab. Das bin ich. Also ihr könnt das bei mir durch einen Zettel abgeben. Und hier unten sitzen, genau, steht mal auf, das sind die Läufer, also denen könnt ihr das auch geben, die geben das dann hier nach oben. Die Zoom-Teilnehmer melden sich durch ein Symbol als Handzeichen. In der Regel werden die Redebeiträge durch die Konferenzleitung in der Reihenfolge der Meldungen aufgerufen. Allerdings achtet die Moderation bewusst auf die gleichberechtigte Repräsentanz der verschiedenen Länder und Strömungen. 6. Kommentare und Vorschläge aus dem Chat werden von der Moderation in geeigneter Weise eingebracht. Die Konferenz wird geführt von Monika Gärtner-Engel als Co-Präsidentin und Süleyman Gülcan als Vertreter des Konsultativkomitees der United Front. 7. Die Konferenz dokumentiert und veröffentlicht ihre Ergebnisse durch eine Konsensresolution. Diese entsteht im Laufe des Tages auf der Grundlage eines Basisentwurfs, zu dem Anträge gestellt werden können. Und sie hängen auch schon hier aus, unter anderem
hier neben dem Eingang zur Küche und draußen auch. Dieser Entwurf basiert auf den abgegebenen Einleitungs- und Impulsbeiträgen. Bis zum Ende der Mittagspause können konkret ausformulierte und auf exakte Stellen bezogene Anträge abgegeben werden. Die Anträge werden durch eine Kommission vorbearbeitet und über die Konferenzleitung dem Abschlussplenum vor und zur Abstimmung gestellt. Zu inhaltlichen Anträgen kann es eine Begründung und eine Gegenrede geben. Dann wird abgestimmt. Kampfabstimmungen sollen vermieden werden. Für redaktionelle Anträge erhält die Konferenzleitung das Mandat, sie einzuarbeiten. Die Anträge bzw. die gesamte Resolution wird im Plenum per Handzeichen und im Chat abgestimmt. 8. Die Impulsbeiträge werden nach der Konferenz in der Form, wie sie eingereicht wurden, veröffentlicht. 9. Zimmerwald 2.0 organisiert und finanziert sich selbstständig. Sie wird organisiert von zahlreichen ehrenamtlichen Aktivistinnen und Aktivisten aus der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden. Es wird eine Spendensammlung durchgeführt. 10. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aufgefordert, sich an der organisatorischen Durchführung, vor allem Spüldienst und Sauberkeit, zu beteiligen. Wir achten alle auf die Sicherheit der ganzen Konferenz. Soweit unsere Konferenzregeln. Zu 2 Sachen möchte ich was sagen. Es gab schon ein bisschen Krummeln über 2 Minuten Redezeit in der freien Diskussion. Wir haben das bei den Webinaren erlebt, wie überraschend viel man in 2 Minuten sagen kann. Es verhindert, dass man sich verzettelt und man Endlosredner hat, während andererseits viele Leute nicht zu Wort kommen. Ihr könnt euch aber mehrfach melden. Es entsteht dadurch eine sehr lebhafte Diskussion. Und diese Konferenzresolution ist was Neues, weil normalerweise schreibt man ja im Verlauf der Diskussion die Abschlussresolution. Wir hatten jetzt aber die Impulsbeiträge, aus denen schon sehr gut ein Konsens, aber auch Konflikte hervorgehen. Und deswegen haben wir diese Resolution vorab als Basisdokument vorgelegt. Das ist auch übersetzt. Jetzt streikt nur gerade unser Drucker, deswegen sind jetzt erst einzelne Exemplare, aber jeder Einzelne kriegt es, dann lest ihr euch das durch und es ist sehr erstaunlich, was aus den Beiträgen schon hervorgeht. Ist eine neue Methode, aber verhilft, glaube ich, dazu, differenzierter eine Resolution zu verabschieden. Sie hat den Umfang des Manifests von Zimmerwald, also ist nicht ganz kurz, aber hier wird ja auch viel gesagt in den kommenden Beiträgen. Damit sind wir ganz auf die Minute pünktlich mit unserer Eröffnung fertig. Vielen Dank für alle Beiträge. Vielen Dank nochmal für euer Kommen. Wir haben jetzt 110 Teilnehmer international, online und hier 80, glaube ich, die jetzt schon hier anwesend sind.